Hey, ich bin Sandro vom Kanal MyGrayoTricks und in diesem Video darf ich euch auf dem offiziellen GrayoTricks Kanal MyGrayoTricks reich vorstellen. Erstmals erzähle ich euch aber, wie alles begann. Och nee. Vor ca. 3 bis 4 Jahren hat alles mit einem GrayoTricks Starter-Set zu Weihnachten angefangen. Ich war sofort begeistert und habe meine Sammlung schnell erweitert. Stundenlang habe ich Bahnen gebaut, doch jedes Mal, wenn ich sie wieder zerlegen musste, fand ich das schade. Deshalb habe ich angefangen, meine Bahnen zu filmen und auf YouTube zu stellen. So entstand also mein YouTube-Kanal MyGrayoTricks, den ihr schon vom ersten Teil der Kanalvorstellung kennt. Jetzt bekommt ihr noch einen Einblick in meine Sammlung und erfahrt mehr über die Erstellung meiner Bahn. Ich baue gerne ungewöhnliche Bahnen, weg vom klassischen Aufbau. Oft suche ich mir einen Ort an, dem ich bauen möchte, zum Beispiel auf dem Tischkicker, oder ein Objekt, das ich bauen möchte, zum Beispiel den Berliner Dom. Ich habe kürzlich noch eine Bahn fertig gebaut, die ich euch jetzt nun zeigen werde. Und zwar ist es diese Bahn hier. Vielleicht habt ihr es schon erkannt, das stellt ein Podest dar. Hier die 1, hier die 2 und hier die 3. Wieso ein Podest, dazu kommen wir gleich noch. Erstmals zeige ich euch ein paar Bautechniken, die ich hier in dieser Bahn verwendet habe. Wir haben hier zum Beispiel so Balkone, die habe ich da in die Grundplatte geklipst. Das habe ich gemacht, damit ich diese Ebene hier schräg stellen kann und da die 2 drauf bauen konnte. Bei der 2 musste dieser Strich unten ja gerade sein. Das ging allerdings nicht, weil eigentlich wäre das hier so. Da habe ich hier so Grundplatten zusammengesteckt, die kleinen Hexagon-Grundplatten, und konnte dann diese Linie gerade bauen. Hier habe ich für einen Zusatzeffekt noch ein bisschen Junior. Und dann hier habe ich das eigentlich, ja, habe ich dasselbe gemacht. Auch eine schräge Ebene, nur habe ich da Höhensteine verwendet. Und nicht wie hier solche Balkone. Da das Ganze noch verbindet werden muss, weil meine Challenge war es, dass jede Nummer vollständig von der Kugel durchlaufen wird, ist das hier die Verbindungsbahn. Damit das geklappt hat, musste ich hier noch einen Trick anwenden. Was mit dem genau auf sich hat, das könnt ihr dann auf dem Podest-Video auf meinem Kanal nachschauen. Also schaut da gerne mal noch vorbei. Und jetzt noch zur Frage, wieso ein Podest? Na, eigentlich ganz einfach, damit ich euch jetzt meine Lieblings-Actionsteine vorstellen kann. Und an dieser Stelle möchte ich noch schnell klarstellen, dass ich eigentlich gar keinen Lieblings-Actionstein habe. Denn mein Satz lautet da immer, alle Actionsteine kombiniert. Weil ich möchte ja nicht nur einen Actionstein in meiner Bahn verwenden, weil mir dieser so gefällt. Dann bleibe ich doch lieber bei allen kombiniert. Aber doch gibt es die bestimmten 3, die ich auf dem Markt behalten würde, wenn alle anderen entfernt werden. Und zwar wäre das die Vertical Can auf Platz 3, da sie die Kugel durch Magnetkraft 10 Höhensteine nach oben schießt. Auf Platz 2 sehe ich die Trampoline, da sie die Kugel springen lassen und coole Effekte in die Bahn bringen. Auf Platz 1 habe ich die Scoop, da sie die Kugel durch Schwerkraft 4 Höhensteine nach oben transportiert. Und da sind wir schon am Ende von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert doch diesen und meinen Kanal und dann bis zum nächsten Mal.